Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema Kinder. Wir werden sehr oft gefragt, wie kann ich mein Kind unterstützen? Wie kann ich es fördern? Was kann ich tun, damit es meinem Kind gut geht? Das sind generell Fragen, die einen als Eltern häufig beschäftigen. Umso mehr passiert das natürlich in so Zeiten wie diesen. Was wir da eigentlich immer antworten, ist zuallererst dieses: Bevor wir uns so stark auf die Kinder fokussieren, ist es wichtig zu schauen, wie geht es uns als Eltern? Wie sind wir wirklich drauf? Und dabei meine ich die echte Version, also nicht die beschönigte Facebook-Version, sondern das, wie es uns wirklich geht. Denn die Kinder spüren das, sie sehen das nicht nur, sie nehmen es sozusagen mit ihrem ganzen Körper wahr. Sie saugen das förmlich auf. Also ist es sehr wichtig, welche Energie wir so ausstrahlen. Es macht nämlich einen großen Unterschied, wenn mein Kind von der Schule kommt, ob ich so reagiere. Hallo, gehst du Hände waschen? Dann können wir gleich essen. Oder so. Greif ja nichts an, sonst infizierst du uns. Die ganze Corona-Geschichte wirkt wie ein Vergrößerungsglas auf unsere eigenen Themen. Und noch dazu ist es bei den Kindern generell so, dass sie das unglaubliche Talent haben, uns in unsere wunden Punkte aus der Vergangenheit zu treffen. Und dieser Mix kann einfach schnell explosiv werden. Bei allen Dingen, bei denen wir irgendwie überreagieren, wenn es um unsere Kinder geht, geht es ganz häufig um alte Speicherungen, um alte Erinnerungen, einschränkende Glaubenssätze, um Dinge, die vielleicht in unserer Kindheit passiert sind und jetzt in Kontakt mit unserem Kind wieder hochkommen. Mama, ich habe eine 5 in Deutsch. Oh nein! Du wirst später keinen Job bekommen und unter der Brücke landen. Mama, ich will nicht mehr Religion gehen, das ist langweilig. Jesus. Wenn wir zum Beispiel perfektionistisch veranlagt sind, dann halten wir es nicht aus, wenn ein Kind eine fehlerhafte Hausübung hat. Wenn wir große Existenzängste haben, machen wir uns Sorgen um die Noten, damit das Kind später ja einen guten Job bekommt. Hat es gute Noten, sind wir beruhigt. Wir spielen also oft emotionales Ping-Pong mit unseren Kindern. Diesen Mechanismus beschreibe ich in meinem neuen Buch etwas genauer. Es heißt, Lass die Kinder in Ruhe. Hier stelle ich es jetzt schon vor. Es kommt am 12. März heraus, ihr könnt es jetzt schon vorbestellen. Da wird das alles noch genauer beleuchtet, ja, dass ihr selber draufkommen könnt, okay, welche Muster habe ich überhaupt und was kann ich dagegen machen. Denn was oft passiert ist, dass wir dann versuchen, unsere Wunden aus der Vergangenheit oder unser emotionales Unwohlsein dann damit zu lösen, dass sich unsere Kinder anders verhalten müssen. Das baut dann einfach sehr, sehr viel Druck auf. Einerseits schauen wir ständig nach, ob es das tut, was wir wollen. Andererseits kriegt das Kind einfach eine Ladung ab, die es eigentlich nicht wirklich verdient. Es hat also in Zeiten wie diesen dann nicht nur mit diesen depperten Einschränkungen, mit diesen durchdachten Einschränkungen zu kämpfen, sondern auch mit diesen Erwartungen von unserer Seite. Es ist dann sozusagen von beiden Seiten eingequetscht und hat keinen Platz für sich selber. Dass es einem da nicht besonders gut geht, liegt auf der Hand. Wir können also als Eltern sehr viel tun, wenn wir es schaffen, unsere Kinder frei zu spielen. Sie haben es derzeit sowieso schon schwer genug. Da ist es besser, wenn wir zu Hause darauf achten, dass wir einfach Spaß haben, dass wir die Energie hochhalten, dass die Kinder raus können, dass sie den Kopf frei kriegen, dass wir einfach etwas machen, was ihnen gefällt. Das ist natürlich von Kind zu Kind unterschiedlich. Meine Tochter zum Beispiel, sie mag es eher ruhiger, mit ihr kann ich in den Wald gehen und sie ist total glücklich. Meinem Sohn ist der Wald zu langweilig, da müssen dann schon andere Kaliber herhalten, was in meinem Fall bedeutet, dass ich mit ihm am Trampolin Fußball spiele. Das ist eigentlich eine Extremsportart und sollte ab 30 verboten werden, aber was soll man machen? Sie haben eine Elfer. Den größten Gefallen tun wir unseren Kindern,
wenn wir selber glücklich sind, wenn wir uns um unsere Hausaufgaben kümmern und nicht ihre. Nur haben unsere nichts mit Mathematik zu tun, in meinem Fall Gott sei Dank, sondern mit der Auflösung unserer alten Themen. Dann ist das Kind freigespielt und uns steht viel mehr Energie im Alltag zur Verfügung. Anhand dessen, was uns die Kinder so spiegeln, können wir einfach sehr viel über uns selbst lernen. Neben dieser emotionalen Komponente ist auch ein ganz wichtiger Punkt die mentale. Wir haben oft bestimmte Erwartungen und Vorstellungen im Kopf, wie das Familienleben aussehen sollte, die uns dann das Leben oft viel schwerer machen, als es in Wirklichkeit sein müsste. Bewusst oder unbewusst vergleichen wir nämlich unsere Familienausflüge dann mit sowas und sind irgendwie enttäuscht, wenn es bei uns nicht so läuft. Tun die Füße weh. Mama, ich hab Hunger. Aber ganz ehrlich, schauen wir uns den Einspieler von vorhin noch einmal an. Die singen und reden aneinander vorbei und gehen mitten auf der Straße, obwohl daneben im Park eigentlich ein Gehweg wäre. Ich meine, was ist mit denen? Wir sollten unsere Erwartungen im Kopf und unsere Bilder, die wir da haben, ruhig ein wenig hinterfragen und vielleicht nicht ganz so ernst nehmen. Wir vergleichen nämlich oft diese inneren Bilder mit der Realität und sind dann irgendwie enttäuscht, dass unser Salat nicht so lustige Witze erzählt. Zum Beispiel dieses Bild. Ich meine, wer geht so einkaufen? In Wirklichkeit glaube ich, dass das ein Plakat ist, das davor warnen will, wie gefährlich Kiefersperre sein kann. Die sind eigentlich ganz arm, aber es ist nicht das echte Familienleben. Die Erwartungen, die wir so im Kopf haben und auch die von außen, haben oft rein gar nichts mit wahrem Glück zu tun. Deshalb sollten wir ihnen nicht so nachrennen und versuchen, uns mehr aufs Jetzt zu konzentrieren. Dann sehen wir nämlich, wie wunderbar unsere Kinder eigentlich sind. Deshalb versucht gut auf euch aufzupassen, gut auf euch zu schauen und euch natürlich auch mal eine Auszeit zu gönnen. Das ist natürlich als Eltern nicht immer ganz so einfach in Zeiten wie diesen, aber wenn man will, fällt einem schon was ein. Un novio puede fondear, pero Balvin es Balvin, yeah.